Und damit, meine lieben Freunde, heiße ich euch recht herzlich willkommen zu einem neuen Point-and-Click-Adventure. Und wir spielen von nun an... Ja, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet gerade an dieser Stelle. Wir spielen von nun an, du und ich, wir gemeinsam, Bear with me. Oder wie ich es immer ganz liebevoll nenne, Beer with me. Ja, nein, hier geht es aber nicht um Bier, sondern es geht um einen putzigen, süßen Bären. Und so die Verbindung, dass ein kleines Mädchen Hilfe braucht. Das Ganze ist in einem Schwarz-Weiß-Look, wie man hier sehen kann. Das ist unser kleiner Bär und das ist das Mädchen, um das es geht. Das ganze Spiel habe ich auf der Gamescom... Jetzt kommt voll der geile Remix. Das ganze Spiel hier habe ich auf der Gamescom 2016 kennengelernt und ich hatte mich schon sehr gefreut, hatte dann einen Termin und war sofort verliebt irgendwie in den Look und ich hoffe, ihr seid es vielleicht auch. Deswegen lasst uns beginnen mit einem neuen Spiel. Wir klicken einfach mal auf Fortsetzen. Spiel laden. Gibt's nicht. Ist nicht. Okay, ich würde gern ein neues Spiel. Neues Spiel. Ich hab's gefunden. Yay. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Intro. Exordium Games präsentiert Bear with me. Wake up. Miss, aufwachen. Wach bitte auf. Ich lese das mal mit. Hallo. Okay. Schönes Intro. So, und ja, wir sind jetzt hier im Spiel angekommen. Entschuldigung, mir juckt die Nase. Immer wenn ich spiele, juckt mir die Nase. Das ist ein geheimes Zeichen. Immer wenn ich so mache, dann wisst ihr, etwas ist im Busche. Das hier scheint Amber zu sein, denn wir sind in Ambers Zimmer. Das könnte aber auch... Nein, das ist Millie, also sind wir doch in Ambers Zimmer. So, das hier ist eine der zwei Protagonisten des Spiels und ich habe wirklich keine Ahnung. Das scheint mein Inventar zu sein. Wir haben ein Schweizer Taschenmesser dabei und das sind meine Sachen. Okay, gut, dann würde ich erstmal sagen, wir schauen uns um. Sehen auf Bett. Finde ich gut. This is my bed. There are many beds like this, but this one is mine. Schön. Ja, also wie man jetzt feststellen konnte, das Spiel ist deutsch untertitelt, aber leider nur in englischer Sprachausgabe verfügbar. Aber ich denke, das sollte uns nicht stören. Notfalls übersetze ich das nochmal und synchronisiere das selbst, obwohl das eigentlich nicht notwendig sein sollte. So, sehen auf Kissen. Das ist mein Kissen. Es gibt viele Kissen dieser Art, doch dieses ist meins. Wetten wir, das kommt jetzt? It's where I rest my pretty little head. Oh, eingebildet. Okay, Biologiebuch. Oh, was zum Lernen. It's all about the birds and the bees, and how the birds like to eat the bees and other insects. Und die Bienen und die Blümchen, da kannst du was lernen, Amber. So, wir können darauf sehen oder es verwenden. Wir gucken uns das erstmal an. Sometimes I hear voices coming out of it. They're usually kind of informative. Bisher wurden wir ja eigentlich so direkt ins Spiel geworfen. Wir haben keine Ahnung, was wir hier tun. Wir haben so ein mysteriöses Gesicht in den Wolkenkratzern der Stadt gesehen, aber mehr auch noch nicht. Deswegen frage ich mich, worum geht es hier eigentlich? Verwenden wir mal das Radio. Die Uhr scheint auch nicht richtig zu funktionieren. Die hat gerade irgendwie tickt die nicht weiter. Und mein Radio ist auch irgendwie kaputt. The tools I use to transfer my genius onto paper. Okay, ja, wir wissen, du bist ein hübsches Genie. Das freut mich sehr für dich. Yes, drawers. What will they think of next? Mal gucken, was da drin ist. Oh, that's right. I remember playing with this a couple of days ago. It fell on the floor and the lens broke. I'll take the magnifier with me, but I better repair it before I return it to Ted. Ted. Wer wohl Ted ist. So, hier brauchen wir nicht mehr hingucken. Scheint nichts mehr... Ah, Abendessen. Abendessen ist Early lecker. bird cornflakes.
I like to eat them in the evening, completely disregarding their overly advertised intended use. Du kleine Rebellin. It produces particles, or is it waves? So. An empty glass. Its empty frame now glistening in the silver moonlight. The dried up milk on its edges now serves only as a reminder of the once full and meaningful life it had. You're still not without purpose, glass. Don't you dare take that big leap. Think of Sheila and the kids. Echt mal, Sheila und die Kinder. Denkt doch einer an die Kinder. Oh Gott, bitte mach davon keinen Screenshot von diesen Faces. It's a broken clock. Totally useless without the small hand. Ja, absolut. My collection of paintings. Mom said I could have any painting in the house for my room. It was a rigorous selection process. Okay, also ja, es ist ein süßes kleines Zimmer, ein bisschen... Oh, beim Bettkasten ist auch noch If was. I had a label maker, I would label this Amber's Stuff. And I would keep my label maker there. Okay, Amber, dann geh mal an deinen Bettkasten und wir gucken mal, was sich darin befindet. Wir haben ja irgendwie ein Vergrößerungsglas oder so auch bekommen. Und da scheint eine Batterie drin zu sein, jawohl. It's as useful as batteries are. That's saying a lot. I'll just pick this up. You never know when it might come in handy. Okay, also, meine lieben Freunde, wir wissen bisher nicht, worum es geht, aber fragt ihr euch nicht auch, warum zur Hölle eine Giraffe da auf meinem Stuhl in meinem Zimmer sitzt? Ich meine, what the fuck? Wer hat schon Giraffen in seinem Zimmer auf dem Stuhl, die leben und mit einem reden können und einen Namen haben? Wir können in den Schrank rein. Ach, guck mal, Private Eye, Ted Bär. Oh, Teddybär. Oh, der war echt schlecht. So, dann gucken wir da jetzt einfach mal rein, denn da scheint ja der Ted zu I should wohnen. talk to Millie. She seems frightened. Achso, okay, ja, dann noch nicht zu Ted. Okay, dann gehe ich erstmal hier weiter gucken. Hier ist nämlich noch eine Brille. They belong to my mom. She must have forgotten them in here when she was cleaning. Vielleicht ist ja Millie ihre Mom und sie wurde in eine Giraffe verwandelt und wir müssen den Fluch der Giraffe aufheben oder so. Who knows? I don't really need glasses, but maybe they'll come in handy. Better take them with me just in case. Okay. A cardboard box. I think this one is full of my rare bottle caps. It's pointless dedication from a bygone era, I know. I know. I've read all of these. Some of my favorites are The Adventures of Whodunit. Done it like almost gets whacked. There is no I in crime, except for that one. And Love and Other Words, a dictionary review. Eine Wörterbuchbewertung, okay. Nothing interesting about them. Well, one of them has a PhD in clinical virology, so I guess that's something. Also ihr kennt mich ja, ich bin jemand, bevor ich die Hauptaufgabe mache, gucke ich mir alles immer erst genauestens an. Deswegen stört euch jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie die ersten 8 Minuten oder 10 Minuten hier verschwenden, uns das gesamte Zimmer anzugucken. Aber es ist ja ein schönes Zimmer und es ist in Schwarz-Weiß. Und das finde ich irgendwie auch ganz besonders hier an diesem Spiel, dass es halt einfach diesen Oldschool Schwarz-Weiß-Look hat. Das finde ich ganz cool. So ein bisschen, ja, weiß ich nicht, 40er, 50er Crime-Serie. Sowas in der Richtung, nur in Schwarz-Weiß? Since I'm paying for the view, I might as well enjoy it. Haben wir It's was in der filled Kiste? with mysterious and magical things from the far corners of the Orient. Also toys and stuff. I don't have a green thumb, like, at all. Well, I do now, but I was doodling with a green crayon last night. Doodling! Doodling. Okay, ich benehme mich. Ich rede auch gleich mit Mitten, keine Folium Sorge. cadent. When was the last time I watered this? Oh, that's right, I didn't. It's really hanging in there. Okay, hoffen wir, du kümmerst dich um deine anderen Sachen. Oh. Oh. Jetzt ist sie komplett gestorben. Habe ich da nichts zum Wässern? Eine Batterie? Willst du Batteriesäure haben, kleine Pflanze? Damit kannst du überleben. Aber ich glaube eher nicht. So, dann würde ich jetzt mal sagen, wir sprechen mit Millie. My toy giraffe. I've had her since I was 5 years old. She seems frightened. I should talk to her. Aber sie lebt. Achso, ja gut, das würde aber auch Sinn ergeben. Der Teddybär lebt schließlich auch. Okay, ihre Spielsachen leben. Warum nicht? It seems you had a nightmare. Es gab da dieses Feuer. Ach so, das war ihr Albtraum am Anfang. Ja, also ich komme mit Albträumen schon zurecht. Yeah, but I can handle nightmares. Never mind that now, Millie.
What are you doing here? Is everything okay? Oh no, miss. Something terrible is happening down in Paper City. I came here as soon as I could. I wanted to warn you and your brother not to go there, but when we arrived, I could only find you. What do you mean? Miss, I'm afraid your brother is missing. I have to go find Flint. Millie, you stay here and rest. I'll come and check up on you later. Please, before you go around looking for your brother, miss, go and find Mr. Bear and ask him to come along. He's retired now, but he was always so fond of you. I'm sure he'll help you out. He may not be an easygoing man, but he has a kind heart. Ted? I know where he is. He has a small office in my closet, but Ted and we can't work together anymore. Mostly because I'm still smart and driven and he's become a burnout. I haven't seen him since he left the city. But whatever falling out you two had, I beg you to reconcile. Naja, eigentlich würde ich ja jetzt sagen, ich verzichte auf meinen Spielzeugbär und gehe alleine. Aber hey, gut, wenn sie so lieb fragt, dann werde ich meinen Spielzeugbär fragen, ob er mitkommt. Okay, Millie, I'll go ask him. But I'm not sure if he'll even hear me out. We left off on a really bad note. It's a shame you two aren't working together anymore. You were always such good friends. But for your sake, miss, please don't go wandering around alone. There is something else I haven't told you about. The reason I came all the way down here. There is this man that came down to Paper City a week ago. He's asking a lot of questions about you. What man? We call him the Red Man. There were a lot of fires down in the city this past week, ever since he showed up. The officials are burying their heads in the sand, while this man has an entire city, your city, miss, cowering in fear. Well, Paper City Police Department isn't known for its heroic head-on approach to crime fighting. The mayor and the commissioner have issued a citywide lockdown until all of this is sorted out. A lot of people are escaping the city. We managed to escape through the East Tunnel's maintenance route, but most of the exits are closed off now. You said we escaped. Is someone else here with you? The Mugshot boys helped me through the East Tunnel, bless their hearts. We arrived at Flint's room, but he wasn't there, so I came here to wake you up. I have to go now, Millie. I'll be back as soon as I can to come check on you. Do you need anything? I'm fine, little miss. I just need to rest is all. Please, before you go out, find Mr. Bear and ask him to come along. Okay, I will find Mr. Bear. Und das ist ja auch gar nicht so weit. Ich meine, er sitzt hier ja direkt. Also ich denke mal, unsere gute Amber hat sich so ihr eigenes kleines Spielzeugtraumland erschaffen, könnte man sagen. Also da, ich denke mal, so ihre Paper City ist so ihre Stadt, die sie sich halt in ihrem Kopf ausgedacht hat. Und da waren ihre ganzen Spielzeuge wohnen da dann wahrscheinlich und die von ihrem Bruder Flint. Und Millie ist halt eine davon und in ihrer Welt, es ist halt, ne, Kinder haben halt viel Fantasie, haben auch imaginäre Freunde und so weiter. Ich glaube, ich hatte nie einen. Wenn doch, hätte ich ihn Peter genannt. Und ja, dementsprechend denke ich einfach mal, dass jetzt also es könnte natürlich wieder so ein bisschen wie bei Among the Sleep sein, wo wir ja ein kleines Baby gespielt haben und wo es dann so Sachen aus der Realität verarbeitet hat, sage ich mal. Sowas könnte das hier eventuell auch sein, aber ich will mich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Gucken wir erstmal bei Mr. Bear vorbei. Hallöchen, Teddy! Amber Ashworth, if I had a nickel for every time this broad got me into trouble, I'd be neck deep in nickels right now. Something was different this time. I could feel it in the air. Someone really put the scares on her. Despite her fragile appearance, Amber's a tough kid, so it was unusual to see her like this. She starts talking, and I start pretending I don't care. I told her I'm retired, for good this time. Fell on deaf ears again. Anyway, she starts talking about Millie, Paper City,
her brother, and all that jazz, and I'm wondering how many times we've gone through this before. You see, we have this routine where she asks me for help, as she always does, and I play hard to get, as I always do. Eventually, I give in. We've done this so many times I've lost count. She knows the drill, and so do I. Might as well just hear her out. Her words ring through my office. They get stuck in this haze around my head, and then they get lost in the cold autumn rain outside, tapping on my window in this hypnotic manner. It's calming in a way, or is it the booze that makes me calm? Not much to do when you're retired, and hobbies were never my cup of tea. I know her standing in my doorway with her lady in distress shtick means bad news for me, and yet I know I'm in for it again. The sun is slowly setting and the rain gets heavy. The news said there will be a storm tonight. Eine ganz besondere Erzählweise hier. Hi, Ted. I heard you've retired, but Cut the ceremony, doll. I ain't doing it. doing what? Whatever little plan you've schemed up this time to ruin my life. You're bad news, doll. Always were. Do me a solid this time and leave me out of it. I'm busy. I knew you wouldn't help me. I only asked because Millie insisted you come along. Millie, are we investigating old wives' tales now? It's getting late, doll. Shouldn't you be in bed? Ey, jo, hallo, ich bin doch kein Püppchen hier. Ich zeig dir gleich, was Püppchen ist. So, okay, ich war schon im Bett, du machst zu viel Krach, ich habe bald Geburtstag. Oh, das ist ja gut. Nein, ich habe bald Geburtstag und werde älter, ich muss nicht ins Bett. Aber hier, Bär, das geht dich überhaupt nichts an. My bedtime hours are none of your business, Snoop. Besides, I told her this thing was out of your league. Out of my league? I was once shot at by a prime minister of Denmark. Now, if you don't mind, I have some work to do. Oh my god, you're still mad at me? After all this time? I really need your help, and I kind of promised Millie I would ask you to come along. Mad? Why would I be mad? I was almost thrown into a wood chipper thanks to you. I was lucky. One of the guys we investigated is in my birdwatching, poker and cigar club. And where were you? You ran off. I was following a lead, somewhere else. Yeah? What'd you found out? Not much. Not a goddamn thing. Listen, doll, I've got a nice little setup here. Lately, I've been doing some tailing work for jealous husbands down in the city. Bunch of nervous train wrecks, but the money is good. I grew tired of pulling bloated toys out of Dredge River. Our days of crime fighting are over. That whole thing, it's behind us. It belongs in the past. Capiche? You've been practicing this speech, haven't you? A little bit. How was it? It was okay. The part about the bodies was a bit much. I threw that in for dramatic effect. It wasn't in the original draft, though. No, it was good. It gets the point across. Does it really? You're still here, and I still have a lot of work to do. Okay, also da scheint es mal ein Problemchen gegeben zu haben. Ich denke mal, der Teddy sollte entsorgt werden, weil sie vielleicht einfach zu alt mittlerweile für einen Teddy ist und dementsprechend sollte er halt in den Häcksler kommen oder halt weggeschmissen werden. Und er scheint deswegen so ein bisschen angepieselt zu sein. Du schuldest mir Miete. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr triftiges Argument. Müssen wir das wirklich... Ich glaube, ich gehe einfach alleine, dann zeige ich so ein bisschen meine Unabhängigkeit. So, Klein Sammy hat hier gerade auf meinem Tisch die PlayStation 4 angemacht. Hallo, der Weinschwanz. Okay, nicht beachten, beachtet nicht den Schwanz. Das könnte man jetzt auch, hallo, durchaus falsch verstehen. So, ja. Ich werde hier gerade behindert in der Aufnahme. Hallo. Gut, du schuldest mir Miete. How about I just keep pretending your office isn't in my closet and you actually owe me rent? That was kind of a cheap shot, doll. But I guess nothing ever comes for free. What's this nonsense all about, anyways? So, according to Millie, a lot of things are happening down in Paper City lately. What things? Like all sorts of bad things. And there's this guy that's responsible. According to Millie. The mayor has issued a citywide lockdown.
No one is allowed to leave or enter the city limits until all of this is sorted out. They've managed to escape through the East Tunnel maintenance route, but I think that's been closed off too. They? Ja, okay, ich würde dann an dieser Stelle tatsächlich einen Cut machen und Sammy vielleicht auch jetzt hier mal ganz kurz aus dem Raum geleiten. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Bear With Me. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar hinterlassen und auch eine positive Bewertung würde mich sehr freuen zum neuen kleinen Click-and-Point-Adventure, was wir jetzt gemeinsam spielen werden. Und wir sehen uns dann in der neuen Folge von Bear With Me morgen wahrscheinlich direkt wieder. Bis dahin sage ich Bye bye!